Chum de Jabe Yong La Jaza Lo Kong de Lo de Dentranye Dranam Da Rapsrave Chinye Dungan Jejin Zishre Nije Togra Levonze Kunde Sebe Zunre Mare Mendam Dunga Chizheve Razo Kona Buji Tarse Yinla Juju Yong Den Song Rodre Chero Nilon Lege Chadron Ronze Shin Mare Minsre Dumre Nyugu Chinye Janza Rajanam Dene Tajen Saju Tarzen Yenden Luzo Jase Tuyeku Chundra Judan Chunye Jente Daglu Minse Jambe Yong La Du Zedine Cheje Chenro Sraje Dade Demo Menbarab Salane Kadan Denje Jongloi Dopaye Loje Pobe Noa Zardo So Tamgedu Je Shajer Zurjon Jenje Medu Duje Bonjamba Serje Lumbo Dabra Jibe Gui Shaje Jebe Shavlai Gui Shai Chal Sheje Kalla Chenrabi Jengura Jen Zebe Don Duje Len Lapo Yarve Tanbai Gunne Sanzebe Kajur Boy Chela Shaje Sarab Gundo Sije Tanyele Tamke Samu Shage Yong Zongshin Shanchum Yinbe Longken Karma Ba Meshe Debe Jiwe Zuge Du Sende Poran Jebe Ne Shodo Jeme Tukje Sole Magendo Pomorin Je Yon Jenden Ma Yayam Drema Choge Shiba Ezol Lasso Tene Ta Namba Sangma Chösingin Chö Tene Chosum La Japsum Rode Semtang Songjib de Semjebe Jepa Ni Saltabro Nang So please Bitte beginnt damit, Zuflucht zu den 3 Juwelen zu nehmen, die auch als die 3 seltenen und überragendsten bekannt sind, und erzeugt dann den Bodhi-Geist, der eure Motivation sein soll, aufmerksam zuzuhören und später die Erklärungen zu kontemplieren, die zu geben sind. Which is to be your motivation for attentively listen to and later on contemplate the explanations that are to be given. Techede Tatare Chöde Kama Shubiyorsana Jaselalin Sodoma Sevit Dinjendema Shubiyore. So the topic Das Thema ist das der 37 Praktiken eines Bodhisattva. Tatela Tomar Gewa Pardu Gewa Tar Gewate Nambasum Yedevre. And regarding this topic, und in Bezug auf dieses Thema, die Praktiken eines Bodhisattva, wird erklärt, dass diese Praktiken tugendhafte Handlungen am Anfang des Pfades von einem Bodhisattva sind, während des Weges eines Bodhisattva und am Ende davon. Und wenn man vom Ende des Pfades eines Bodhisattva spricht, dann ist es keine Frage eines Endes, weil man diesen Weg jetzt beendet hat. Vielmehr ist das Ende hier gleichbedeutend mit der Verwirklichung der verschiedenen Ziele, die während der Ausübung des betreffenden Wegs festgelegt wurden und somit eben das Ziel erreicht wurde. Man wird dann damit natürlich weitermachen, aber als voll ausgebildeter Bodhisattva, als jemand, der das Ziel erreicht hat und daher in der Lage ist, Wesen in großem Umfang zu helfen. Having end here is synonymous with having actualized the various goals set out while practicing the path in question, and thus having achieved the goal and therefore
of course, continuing, but as a fully trained Bodhisattva, someone who has achieved the goal and who therefore is able to benefit beings on a very vast scale. Lasso, ta te che de ganzo tomar gewa te ta hütsar. Now, Nun, in Bezug auf diese drei Teile, Anfang, Mitte und Ende, haben wir die Praktiken erklärt, die mit dem Anfangssegment verbunden sind. Heute beginnen wir mit dem zweiten Abschnitt, dem mittleren Abschnitt, was ein Verweis auf den Pfad eines Bodhisattva in seinen verschiedenen Stadien ist. And today we'll start with the second segment, the middle segment, which is a reference to the path of a bodhisattva in its various stages. Tate bhart gewa shondun tella teni sholoka sum sabdun yöde. Bar? Yondun. Tomar gewa ledun la sholoka nirwa. Oh, so sorry. Yes. Well, if we take I should add this in order to make clear what. Und Kiki bemerkt, dass sie Folgendes hinzufügen sollte, um deutlich zu machen, was gerade gesagt wurde. Natürlich sprechen wir über den Weg eines Bodhisattva im Allgemeinen, aber hier in dem spezifischen Kontext des Textes namens Was ein Bodhisattva tut in 37 Praktiken, verfasst von Nyulche Togme. Und in Bezug auf die verschiedenen Teile dieses Textes, der Text beginnt mit einem einleitenden Teil, der aus 2 Versen besteht, wo der Autor mit einer Huldigung an seinen obersten Lehrer und an Avalokiteshvara, dem Bodhisattva des Mitgefühls, beginnt. Danach legt er in der nächsten Strophe sein Versprechen ab, zu erklären, was die Praktiken eines Bodhisattva sind. Das ist also in Bezug auf Anfang, Mitte und Ende des Anfangsabschnitts dieses speziellen Textes gemeint. Dann haben wir die Mitte, die das eigentliche Thema ist, die 37 Praktiken. Dieses Segment erstreckt sich also über die 37 im Text aufgeführten Praktiken. Und wir sind zur 11. der 37 Praktiken gekommen. Der Punkt, der hier gemacht wird, ist, dass alle Teile, Anfang, Mitte und Ende, Tugend verkörpern, einen Weg der Tugend. So that's in terms of beginning, middle and end, the beginning segment of this particular text. Then you have the middle, which is the actual topic, the 37 practices. So that segment spans over the 37 practices listed in the text. And we've come to the 11th of these 37 practices. And point made is that all segments, beginning, middle and end, embody virtue, a path of virtue. Okay. Lasso, tene, Bharata Gyawa Yongdun Tela, Sanchu Simche Yu, Sanchu Simche Ngu, Teacher Pajungsul de Sum Yurt. Now, this segment. Dieser Abschnitt, der sich über die 37 Praktiken erstreckt, die in 37 Versen beschrieben sind, kann in 3 Unterabschnitte unterteilt werden, nämlich erstens der Abschnitt, der die Ursachen aufzeigt, die die Erzeugung des Bodhigeistes ermöglichen.
Zweitens, dann haben wir den zweiten Unterabschnitt, in dem es um den Weg oder die Praktiken selbst geht. Und drittens, das dritte Teilsegment, in dem der Autor das Training erklärt, das notwendig ist, um die Ziele dieses Weges zu erreichen. About the path or those practices themselves. And then you have the third subsegment, where the author explains the training necessary in order to achieve the goals of this path. So in the previous in den vorherigen Sitzungen wurde das erste Teilsegment, der erste Teilabschnitt erklärt, nämlich jener in Bezug auf die 37 Praktiken, in dem es um die Praktiken geht, die es einem Praktizierenden ermöglichen, den Bodhigeist zu erzeugen. Die Praktiken, die die Erzeugung des Bodhigeistes oder das Entstehen des Bodhigeistes verursachen. The Bodhi mind. So the practices which cause the generating of the Bodhi mind or the arising of the Bodhi mind. Tati cheyonde ta shangchup sem tela kunzup shangchup de sem je chu dang dandam shangchup sem ngözong ni yongge yate. So today we'll start with the second. So beginnen wir heute mit dem zweiten der drei Unterabschnitte dieses Textteils, die sich mit der tatsächlichen Praxis, der Praxis eines Bodhisattva oder einfach mit dem, was ein Bodhisattva tut, befasst. Wie verhält sich ein Bodhisattva? Wie erkennt man jemanden an seinem Verhalten, hier im Kontext eines Bodhisattva? Wie immer ist das Hauptthema der Bodhigeist und der hat zwei Perspektiven, relativ und absolut. Here in the context of a Bodhisattva. Now, as always, the main theme, as it were, is the Bodhi mind, and it has two perspectives, relative and absolute. Tenyi nane dongbo kunzup shongchup tu semche la shongchup tu semche patang che ne terla hlap chu ni yu de. Det sunger va? Kepa dan kene lapsul ni sunger no. Da kepa da Sarva segorava kan resena kepe gyu kanga rot sarva Jun rone ta gyu de chongdu tangye sanje de shongju samba tamje ge chongne semjing ge thon dubi is tamje de lingi ora tel ke pass. So here or this subsection begins. Dieser Unterabschnitt beginnt also damit, den Bodhigeist zum ersten Mal zu erzeugen, sowie den verschiedenen Praktiken, in denen sich der praktizierende Bodhisattva übt, sobald er in der Lage war, den Bodhigeist zu erzeugen. In den vorherigen Versen wurden die Handlungen erklärt, die das Entstehen des Bodhigeistes ermöglichen. So beginnt die Person, die sich entschieden hat, diesen Weg zu praktizieren, damit. Sobald sie diese ausgeführt hat, sollte sie in der Lage sein, wirklich den Bodhigeist zu erzeugen, was als die Zeremonie des Nehmens des Bodhisattva-Gelübdes bekannt ist. Nun sollte diese Zeremonie infolge der vorherigen Vorbereitungsphasen geschehen, die in den ersten 10 Versen erklärt wurden. Denn, da der Praktizierende nun in der Lage ist, den Bodhigeist hervorzurufen, wirklich den Bodhigeist im Inneren zu erzeugen,
erklärt der Autor als nächstes, was das beinhaltet und was der Praktizierende dann in Bezug auf seine Ausbildung auf diesem Weg eines Bodhisattva tut. Und natürlich bezieht sich das auf die erste der beiden Perspektiven des Bodhigeistes, auf den relativen Bodhigeist. Now, that ceremony should happen in consequence of having gone through the previous preparatory stages, as it were, explained in the first 10 verses. Then, as the practitioner would now be able to give rise to the body mind, truly generate the body mind within. The author next explains what that involves and what the practitioner then does in terms of his training on this path of a bodhisattva. And of course, that relates to the first of the two perspectives of the body mind, relative body mind. 다디 제용도 당연히 가장 쇼로가 주바데 가르쳐야 되버스나 다 산제 세다제 봉버 중에 내 심진지 더 좁기는 담자와들이 주베 값을 니야 쇼로가 주베 값을 이 주바데 오래 efterhand 심진 người 들어와 심진 người 주바네 고속인도 주바 들랑지 oh dear 주진네 주직대 송송 주진네 제발 롭줄 들어와 sorry it was a bit unclear to me. However, Kiki sagte, dass es ihr leid tut, es war jetzt etwas unklar für sie und es scheint, dass ihr eure Notizen korrigieren müsst, wenn ihr Notizen macht, was immer eine gute Idee ist, sagt Kiki, wenn sie das vorschlagen darf. Dieser Unterabschnitt, der mit dem Generieren des Bodhigeistes beginnt mit dem vorherigen Vers, Nummer 10, der während der vorherigen Sitzung erklärt wurde. Khenpo Rinpoche hat es gerade in dem Kommentar, den er als Grundlage für seine Erklärungen verwendet, nachgeprüft. Dort beginnt die Erzeugung des Bodhigeistes. Und dann geht es ab der Praxis Nummer 11 darum, wie ein Bodhisattva übt, um eine Veränderung herbeizuführen, bei der er nach und nach in höherem und höherem Maße zu einem Bodhisattva wird. Yes. Yes, Khenpo Rinpoche has just checked with the commentary he uses as a basis for his explanations, and that's where the generating of the body mind begins. Then from verse or practice number 11, it's about how a bodhisattva trains in order to make for a change where he progressively, to a higher and higher extent or degree, becomes a bodhisattva, simply. So once the practitioner, sobald sich der Praktizierende zum Pfad des Bodhigeistes oder dem Pfad eines Bodhisattva bekennt, wie auch immer man es formulieren will, hat er sich dazu verpflichtet, die Verpflichtungen dieses Weges einzuhalten, der den Weg der Ausübung dieses Weges umfasst, so, dass er sich als nächstes auf die verschiedenen Arten von Handlungen, die Art von Verhalten einlassen würde. Und es ist offensichtlich, dass er für diese Art von Veränderung sorgen wird, so dass er sich wirklich zu einem höheren und höheren Grad dem Ziel nähert. Actions and the type of behavior which will make for that kind of change, so that
he truly, to a higher and higher degree, as he makes progress, comes closer and closer, or approaches, as it were, the goal of the path. Ja, da Shangju semje ne semje da labyong tu nyamja do jedar la betsu dang yetep je pa chong sul ni yue ba zhe. And in terms of training, Und in Bezug auf die Übung haben wir zwei Teile. Üblicherweise sind diese beiden Teile als Meditation und Postmeditation bekannt. Aber das tibetische Wort für das, was als Meditation übersetzt wird, würde im Kontext eines Anfängers bedeuten, einen Zustand der Gleichmut, einen ausgewogenen Zustand oder eine ausgewogene Denkweise zu kultivieren. Und in Nummer 2, in der Regel als Postmeditation bekannt, geht es um die verschiedenen Handlungen eines richtigen Bodhisattva, was man tut, wenn man sich darauf konzentriert, anderen zu nützen, in Bezug auf die vielfältigen Beziehungen zu anderen. Wie verhalte ich mich da als richtiger Praktizierender des Wegs eines Bodhisattva? Und wie übe ich mich, damit ich in Bezug auf das Verhalten die Art von Fortschritt machen kann, nämlich wie ich mit anderen interagiere, damit meine Interaktion mit anderen mit den Prinzipien des Pfades eines Bodhisattva übereinstimmen. One does when focusing on benefiting others in terms of one's many relationships with others. How do I behave there as a proper practitioner of the path of a Bodhisattva? And how do I train myself so that in terms of behavior I can make the kind of progress required, namely how I interact with others, so that my interactions with others accord with the principles of the path of a Bodhisattva. Lasso, tene teche da ta nyamja la labyong tu ten nyamja kap la dagyin nyamba tang dagyin jeve semni la labyong ko yo. So, in terms of meditation, in Bezug auf Meditation, wie die Bedeutung des Wortes ins Englische übersetzt wurde, nämlich ruhen in einem ausgewogenen Zustand oder ruhen in einem Zustand der Gleichmut. Allerdings ist das Wort Gleichmut hier nicht ein Hinweis darauf, in einem Zustand zu ruhen, der frei von Gedanken ist, die zum Beispiel die Welt betreffen. Es ist nicht gleichbedeutend im Sinne der Entspannung oder einer solchen Art von Interpretation, die heute sehr häufig ist. Es geht um eine kontemplative Art der Meditation, bei der man verschiedene Perspektiven im Kontext der eigenen Beziehungen zu allen fühlenden Wesen betrachtet. Insbesondere in Bezug darauf, wie man andere betrachtet. Das Ziel hier ist es, das Wohlergehen anderer zu sehen oder vielmehr ihre Situation im Vergleich zur eigenen zu betrachten. Wenn es Ungleichgewichte gibt in Bezug auf meine Situation, die viel besser ist als ihre, geht es zuerst um eine Geisteshaltung, die das ändern will, so dass das Wohlergehen anderer so wichtig für mich ist wie mein eigenes Wohlergehen. Bis zu dem Ausmaß, in dem ich am Ende keinen Unterschied zwischen mir und anderen mache, in Bezug darauf, dass ich mehr für mich oder weniger für andere wollen würde. Es geht hier eher um die umgekehrte Reihenfolge, dass man mehr für andere und weniger für sich selbst will. Es geht also darum, überhaupt nicht egoistisch zu sein, wo andere für sich selbst genauso wichtig sind wie die eigene Person. Es gibt hier ein Gleichgewicht in Bezug darauf, wie man andere betrachtet, wenn man sie vergleicht oder in Bezug auf sich selbst. Dem Egoismus, vereinfacht gesagt, wird entgegengewirkt. Das ist der Zweck der kontemplativen Art der Meditation, mit der man hier beginnt. Dann folgen Anstrengungen, bei denen man bis zu einem gewissen Grad die eigenen guten Umstände gegen die schwierigen Umstände anderer eintauscht.
Man geht aktiv hinaus und versucht, eine schlechte Situation bei einen oder mehreren Individuen zu ändern, die die Folge einer Verschlechterung der eigenen haben kann. Aber das ist etwas, das man akzeptiert. Das ist etwas, was man tun will. So that the welfare of others is as important to me as my own welfare, to the extent where I, in the end, make no distinction between myself and others in terms of wanting more for myself and less for others. It's rather about the reversed order here, that one wants more for others and less for oneself. So it's a matter of not being selfish at all, where others are as important to oneself as one's own person. There is a balance here, as it were, in terms of how one views others when comparing them, or in relation with, or in relation to oneself. Selfishness, as it were, to put it simply, is counteracted. That's the purpose of the contemplative type of meditation one begins with here. And that is then to be followed by efforts where one, to some degree, exchanges one's own good circumstances for the difficult circumstances of others. One actively goes out there and tries to change a bad situation for one or many individuals, which may have the consequence of worsening one's own, as it were. But this is something one accepts. This is something one wants to do. Tati cheyon de tan nyambya chute sholoka chuchik bande ke tengi yore Nyamsha ki kare? nyambya chute dagin nyamba da jewe chute. And these two types of Und diese beiden Arten des Übens werden in Vers Nummer 11 erklärt. in verse number 11. Tan din derela penna thangpo ngaso chonju semte la labon de ngaso la dagin nyambe semchi mebala dagin jewe semsenge de yongtam me. You see, the point of the order of these two Wir sehen den Grund hier für die Reihenfolge dieser beiden. Um zuerst eine Denkweise zu erreichen, eine Geisteshaltung zu erreichen, bei der andere so wichtig angesehen werden wie die eigene Person. Es gibt hier keine Ungleichgewichte. Ohne dass diese Denkweise zumindest in einem gewissen Maße erzeugt wird, ist man nicht wirklich in der Lage, jemandem zu nützen. Denn der eigene Geist ist von der weltlichen Denkweise oder Geisteshaltung getrübt, die bewusst oder unbewusst das eigene Wohlergehen mehr schätzt als das Wohlergehen anderer. Daher können wir niemandem wirklich nützen. The worldly mindset that consciously or subconsciously values the your own welfare more than the welfare of others. Therefore, you can't really benefit anyone. Dagin nyambe semsenge de thomane de labjong cheya de lojong kunje zawan robtre. So, the first of these two. So ist die erste dieser beiden in Kürze erklärt die Grundlage des Weges eines Bodhisattva, die eigentliche Grundlage des Bodhigeistes. Ohne egoistischen Motiven entgegenzuwirken, ist man nie wirklich in der Lage, anderen wirklich zu nützen. Benefit others. De gamtang te pena tongba ni gamye tang hla gamye ta tene khayang mare ngarang samna tang tang de linjuwa tang. And this is
Und das ist hier die sogenannte kontemplative Meditation. Es geht nicht darum, sich nur auf ein Objekt der Meditation zu konzentrieren, mit dem Ziel, die Störung im Inneren zu befrieden. Es geht nicht darum, über Leerheit zu meditieren. Es geht nicht darum, über einen Yidam zu meditieren. Es geht nicht um diese Arten von Meditation. Hier geht es um kontemplative Meditation, bei der man den regulären Denkprozess nutzt, um seine Qualität zu verbessern. Das Ziel, wie gesagt wurde, egoistischen Anliegen entgegenzuwirken. Ich nehme also an, sagt Kiki, dass man diese Art der Meditation im Englischen als kontemplative Meditation bezeichnen würde. One uses the regular thought process in order to improve its quality, as it were. The aim, as was said, is to counteract selfish concerns. I suppose one would refer to this type of meditation as, in English, as contemplative meditation. So, in terms of the two In types, Bezug auf die beiden Arten der kontemplativen Meditation hier, Bezug auf den Fokus, ist also die Ausbildung, sich mental, sich geistig mit dem Ziel, das Wohlergehen anderer so wichtig wie das eigene Wohlergehen zu sehen. Und der Text über diesen Teil der kontemplativen Meditation sagt Folgendes: Ausnahmslos entsteht alles Leiden daraus, Glück für sich selbst zu wollen. Perfekte Buddhas werden aus dem Wunsch geboren, anderen zu helfen. Es geht also um den Fokus, den die weltliche Denkweise nimmt, oder um die noch nicht ausgebildete Denkweise eines praktizierenden Bodhisattva, den Fokus, Glück für sich selbst zu wollen. Während die Denkweise der perfekten Buddhas den Fokus auf den Wunsch, anderen zum Nutzen zu sein, legt. Egoistische Motive treten hier also nicht auf. Das ist der Unterschied. So it's a matter of the focus the mindset in question takes, the worldly mindset takes, or the not yet trained mindset of a practicing bodhisattva takes the focus of wanting happiness for yourself, whereas the mindset of perfect Buddhas takes the focus of wanting to benefit others. So selfish motives are there not at hand. That's the difference. All problems in the world originate. Alle Probleme in der Welt entstehen aus egoistischen Motiven, denn die Sorge um sich selbst ist größer als die Sorge um das Wohlergehen anderer. Das ist nur eine Tatsache und das ist die Wurzel aller Probleme, die unausgewogene Geisteshaltung, wo ich die Hauptperson bin und der Rest nicht so wichtig ist. That's just a fact. And this is the very root of all problems. This imbalanced mindset where I am the main person and the rest are not as important. 총사 직내 자송근은 굴는 욕타이네라 다가나 신게 야캅직나는 욕타이네라 미릭직 욕타이네라 되네 다티 예색 자와드 가르 렌도 때당 nga hla chi sambe samar tong shu ten shong re
just think about simple situations. Denkt nur an eine einfache Situation wie ein Paar, das miteinander streitet. Warum streiten sie überhaupt miteinander? Denn vermutlich leben sie aus Liebe füreinander zusammen. Trotzdem streiten sie miteinander. Warum? Beide sehen ihre eigene Person, bewusst oder unbewusst, als wichtiger an als die Person, die vermutlich der geliebte Partner, die geliebte Partnerin ist. Das ist die einfache Wahrheit über Streitereien. Daher können von Zeit zu Zeit diese beiden Leute nicht miteinander auskommen. Selbst in einer Situation mit nur 2 Personen gibt es dieses Problem. Dann haben wir zum Beispiel 2 Länder, die in ihren Beziehungen zueinander nicht miteinander auskommen, diplomatisch und anderweitig. Dann haben wir das Beispiel der verschiedenen Gruppen in Bezug auf Rasse, die mit dunkler Hautfarbe, diejenigen mit heller Hautfarbe, die dazwischen. Ich denke, sagt Kiki, in der heutigen Welt werden Menschen als braun, schwarz und was nicht noch alles bezeichnet. Das ist sehr farborientiert, das heißt, die Frage der Kategorisierung von Menschen nach einer Rasse, der sie angehören würden. Die Farbe scheint ein vorherrschendes Zeichen in Bezug auf die Definition derjenigen zu sein, die nicht wie wir selbst aussehen. Wir alle wissen über Rassen und was es bedeutet. Und es geht wieder nur darum, sich selbst als besser, als überlegen zu sehen. Das ist also eine unausgewogene Denkweise. Das ist der Punkt, der mit dem Namen dieser Art von kontemplativer Meditation gemacht wird, wo man versucht, zu einem ausgewogenen Standpunkt zu gelangen. Nicht nur ein Blickwinkel in Bezug darauf, wie wir fühlen, in Bezug auf Menschen, die eine andere Farbe ihrer Haut haben und so weiter und so fort. Es gibt eine breite Palette von Gefühlen und Standpunkten zu all dem. Das sorgt für ein unausgewogenes Weltbild. Und es geht darum, dies zu korrigieren. According to the race they belong to. The color seems to be a predominant mark in terms of defining those who do not look like yourself. And here again, well, we all know about racism and what it involves. And it's again just about seeing yourself as better. Also wir alle wissen Bescheid über Rassismus und was das alles beinhaltet. The root of this kind of problem. So this is an imbalanced mindset. That's the point made with the contemplative, the name of this type of contemplative meditation, where you try to get to a balanced viewpoint. Not just a viewpoint in terms of how you feel with respect to people who have another color of their skin and so on and so forth. There is a whole, there is a wide range of sentiments and viewpoints regarding all of this. That makes for an imbalanced world view. And it's a matter of correcting this. If you think of the Indian subcontinent, wenn man an den indischen Subkontinent und sein Kastensystem denkt und an all die Probleme oder vielmehr Ungleichgewichte, die in diesem Zusammenhang vorzufinden sind, könnte diese Frage klarer werden. This issue may become more clear. And these sort of imbalances are. Diese Art von Ungleichgewichten sind keine Ungleichgewichte, die vor etwa einem Jahrzehnt passiert sind. Sie herrschen dort seit Tausenden von Jahren, wenn man an den indischen Subkontinent im Kontext des Kastensystems denkt und das betrachtet.
Now the highest In Bezug auf das indische Kastensystem ist die höchste Kaste die der Brahmanen. is the Nun haben wir innerhalb dieser Kaste Untergruppen. Es ist also nicht so, als hätte man eine Kaste, Ende der Geschichte. Nein, wir haben diese Kaste und in ihr haben wir zahlreiche Unterebenen. So gibt es auch innerhalb einer einzigen Kaste Probleme oder sozusagen Ungleichgewichte. There are problems 아, or imbalances, as it were. 다 된다를 때네 부생게도 초도 저바래 보모생게도 멤버에서 그냥 오늘 가세지 좀자. And then if we think of Und dann, wenn wir an die Geschichte der Menschheit und die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern denken, die Ungleichheit, die auch heute noch zwischen Mann und Frau fortbesteht. In vielen Teilen der Welt ist die Geburt einer Tochter noch heute überhaupt nicht erwünscht. Und mit der heutigen technischen Ausstattung kann man vor der Geburt herausfinden, ob das Kind im Mutterleib ein Sohn oder eine Tochter ist. Und sehr oft ist es dann so, dass, wenn es eine Tochter ist, sie abgetrieben in many wird. parts of the world, still today, the birth of a daughter is not desired at all. And with today's technical equipment, one can find that out before birth, whether the child in the womb of the future mother is a son or a daughter, and very often then if a daughter, she's aborted. 진짜게 샘들 뺀나 마냠베 샘들 삼나지 땅다 간제스 두베드레자 뺀나 고베나리 외버 보고든 나랑 보고로 Think of this when one talks about an Denkt daran, wenn man hier von einem unausgewogenen Zustand spricht. Es grenzt an, würde ich sagen, eine psychische Störung. Denn ob das Kind im Mutterleib der zukünftigen Mutter ein Sohn oder eine Tochter ist, es ist immer noch unser Kind. Ihr, diejenigen, die beschließen, das Kind abzutreiben, es ist euer Kind. Es sollte, würde man meinen, einige Gefühle der Liebe zu meinem eigenen, ungeborenen Kind geben, aber das scheint zu fehlen. Man kann also hier wirklich von einer unausgewogenen Denkweise sprechen, weil die natürliche Liebe, von der man denken würde, dass sie für das Kind da ist, ob schon geboren oder nicht, einfach abwesend zu sein scheint. But that seems to be lacking. So one can truly talk about an imbalanced mindset here, because the natural love a parent, one would think, has for his child, whether yet born or not, simply seems to be absent. 뺀나 나랑 누구들라 지지 잠 제샤나 땅에 뺀 누구 최송스는 우르가세게 파쇼 보고들 메인텐 세게요로 Now, 파쇼 보고들 zulte 네 있잖아로 if you while making your evening Wenn ihr während des Abendessens, während ihr Gemüse schneidet, euch durch Zufall arg in den Finger schneidet, gibt es eine große Aufregung. Man könnte sogar zu jemandem sagen, der oder die anwesend ist, ich denke, ich muss in die Notaufnahme gehen und die Wunde ansehen lassen, weil sie vielleicht genäht werden muss. Und jeder, der dort ist, irgendwie in dieses Problem verwickelt, dass eine Person im Haushalt sich in den Finger geschnitten hat, während er oder sie Gemüse gehackt hat. Dann denkt an die Entscheidung, das eigene Kind abzutreiben. Wer ärgert sich da? Es scheint, dass keiner der Betroffenen überhaupt verärgert ist. Es geht nur darum, es zu entfernen. Und denkt daran, euer eigenes Fleisch und Blut, weil es euer Kind ist. Aber dieses Gefühl scheint nicht da zu sein. Vielleicht nicht immer, aber es scheint, dass es weniger Aufregung im Zusammenhang mit einer Abtreibung als im Zusammenhang damit gibt, sich Ärger in den Finger zu schneiden. Man kann also hier wirklich von einer unausgewogenen Denkweise sprechen. But that sentiment doesn't seem to be there, so perhaps not always, but it seems that there is less upset in connection with an abortion than in connection with
a bad cut in your finger from time to time. So one can truly speak about an imbalanced mindset here. 대가 난신게 다 뭔가 대소리 차샤나 미리 가나 비뇨다 카세지도 된적 간가야 냠베셈 생게 매버된 종어로가 And then there is this in today's world. Und dann ist da noch in der heutigen Welt diese rassistische Frage, insbesondere zwischen Schwarz und Weiß. Und wann wird es enden? Man wundert sich manchmal. Das scheint einfach weiterzugehen und dieses Thema ist in den sogenannten entwickelten und zivilisierten Gesellschaften sehr lebendig. Wenn man also über dieses Thema nachdenkt, sollte klar werden, dass es überhaupt nicht zivilisiert ist, eine Gruppe von Menschen, die eine andere Hautfarbe als die eigene haben, aus diesem Grund als minderwertig anzusehen, weil sie eine andere Hautfarbe haben. Es ist sehr unausgewogen, diese Weltanschauung oder diese Denkweise zu haben. It's not civilized at all to regard a group of people who have another skin color than your own as inferior for that reason, for the reason of having another color of your skin. It's very imbalanced, that worldview or that mindset. penna kado kargo yinayra nakbo yinayra kado chibro. Whether black or white, it's simply a matter of... Ob schwarz oder weiß ist einfach eine Frage der Farbe. Dann haben wir noch so das dazwischen. Ich denke, in der heutigen Welt wird das als braun bezeichnet, die Asiaten und Asiatinnen und andere Herkünfte umfasst. And then you have the sort of in-between. I think in today's world referred to as brown. Which includes Asians and other races. Tenzo kangayan jonsate merik nakmani jongare segedwa. In the end, if one relies for information regarding various races in the human world, if one relies on today's science. Wenn man sich nun am Ende auf Informationen über verschiedene Rassen in der menschlichen Welt verlässt, wenn man sich auf die heutige Wissenschaft verlässt, die in der heutigen Welt sehr oft die Norm ist, so erklärt die Wissenschaft, dass alle Rassen vom afrikanischen Kontinent stammten. So scheinen sich die verschiedenen Hautfarben nach der Migration vom afrikanischen Kontinent entwickelt zu haben. Ich habe keine Ahnung, habe das Thema nicht studiert, aber es gibt wahrscheinlich Gründe, warum sich die Hautfarbe so und so weiter später geändert haben. Allerdings sind wir alle Nachkommen des afrikanischen Stammes sozusagen. Was ist also hier am Ende der große Deal? Was ist die große Sache? Heute haben wir zum Beispiel auf dem europäischen Kontinent keine schwarze Hautfarbe, aber wir sind die Nachkommen derer mit schwarzer Hautfarbe. Wir sind also alle verwandt sozusagen. Wir sind verwandt als Mitglieder des menschlichen Stammes. So, what's the big deal in the end here? Today, we on the European continent, for example, here, do not have a black skin color. However, we are the descendants of those with a black skin color. So we're all related, as it were. We are relations as members of the human tribe. Penata African shonga reseyate that terikasang shesochi rawatsin ripake. At least according to science. Zumindest wenn man da nach der Wissenschaft geht. So in der modernen Welt, insbesondere im sogenannten entwickelten Teil davon, betrachten die Menschen die Wissenschaft also mehr oder weniger als glaubwürdiger als die Religion, und zwar in hohem Maße, sowohl auf dem europäischen Kontinent und auf dem amerikanischen Kontinent und so weiter und so fort. Man könnte also sagen, dass die Menschen sich irgendwie in die Ideen der Wissenschaft flüchten.
Das ist eine Entscheidung und sie haben das Recht, diese Entscheidung zu treffen. Allerdings scheinen die Menschen auf mindestens diesen beiden Kontinenten, insbesondere in den USA, trotz sehr häufiger Zuflucht in die Ansichten und Erkenntnisse der Wissenschaft an ihren rassistischen Vorstellungen über verschiedene Bevölkerungsgruppen auf diesen Kontinenten festzuhalten. Und man kann nur jede und jeden daran erinnern, dass wir alle nach der Wissenschaft, die auf mindestens diesen Kontinenten sehr wichtig ist, vom afrikanischen Kontinent kamen. Also was ist das Problem? In the views and the findings of science persist in their racist ideas about different groups of the populations on those continents. And one can only remind everyone of that we all, according to science, which is very important on at least these continents, we all came from the African continent, so what is the problem? So the contemplative meditation. Die kontemplative Meditation hier ist also zuerst einmal, diese Ungleichgewichte zu betrachten, um zu erkennen, dass die eigene Denkweise mehr oder weniger eine unausgewogene ist. That probably oneself, to one degree or another, one's own mindset is an imbalanced mindset. Tiltene de jaselane no sondwa dungal yesede sebra malu sede yesede nga pe mandrawa ji samben zintang tiltene legdoga songa. That's why Togme Zangpo here Deshalb weist Togme Zangpo darauf hin, dass jedes Leiden entsteht, wenn man Glück für sich allein will. Und perfekte Buddhas, das Gegenteil in Bezug auf diese Denkweise hier, sie werden aus dem Wunsch des Glücks für andere geboren, dem Nutzen für andere. They are born from wanting happiness for others. Benefit for others. Furthermore, the Indian Buddhist master of old Shantideva said in his engaging in the deeds of a Bodhisattva, Darüber hinaus sagte der alte indische buddhistische Meister Shantideva in seinem Weg eines Bodhisattva bzw. Ausführen der Taten eines Bodhisattva: In dieser Welt kommt Leid, das einem widerfährt, Leiden, das erlebt wird, verschiedene Ängste im Geist, alles das von einer unausgewogenen Denkweise, der verschiedene Perspektiven von Ungleichgewicht und Ungleichgewicht im Kontext von mir und anderen vorzufinden sind. Aufgrund dieser Ungleichgewichte erlebt man Leid. Aufgrund dieser Ungleichgewichte findet man sich in Leidensumständen wieder und gerade wegen dieser Ungleichgewichte entstehen die verschiedenen Arten von Angst. Where various perspectives of imbalance and inequality in the context of I and other are at hand. It's because of these imbalances that one encounters harm. It's because of these imbalances that one finds oneself in circumstances of suffering. And it's because of these imbalances that fear, in terms of the various types that there are, happen. Penandide ke khasa resisi ke samno tantante tang ara phuri gnane chrai ore penamrik nakon de sala nagri segindwa. Khenpo Rinpoche says it's not. Khenpo Rinpoche sagt, dass dies nicht nur im sogenannten entwickelten Teil der Welt geschieht. Es ist überall. Er nimmt sein eigenes Volk als Beispiel, das tibetische Volk, wo Farbige als schwarz bezeichnet werden. Schon die Idee, andere wegen ihrer Hautfarbe zu benennen,
deutet auf eine unausgewogene Denkweise hin, die andere bewusst oder unbewusst aus verschiedenen Gründen als minderwertig betrachtet. Hier eben wegen der Hautfarbe. Even the idea of naming others because of their skin color points to an imbalanced mindset, one which consciously or subconsciously view others as inferior for various reasons. Here, because of the color of the skin. Tonsum Lola, Jantena, the Kenya, Brignaco Kashaji, Kambanjan Kenless. Then Nekundon Shui, Solomon Nagrin got dependent on Jagashoku second Duchi. Cansong with the short chairs. They concern Jagan said the Consaman Rosa than I Yashosund. Ya Kundu Jariant. Isn't a man go get a chick joint. Tak Saint Chick Joint. Could you get the chick shirters? Can't you, can't you, for Yakomaso? Can't you? Te tayin min nakoten jadi chöche sesung kosung. Nagri shu yinze. Konzo nagle chökalle kande shege yosung. Charan ji ya kamare pepatra da tiu ne den shongwa de tiktuk sung dongale. Charan gi mele tiu bu ta go jires. Da chek ngone kalop chen nang son de nima mangbo de ti thandar kalop nang son. Sam tang de ngone te damwa cho ne do. Na ril se na ril de. Ri de chik na do do ru ji yaro zop dan de zop dag do so. Let me think. Da dong kadang na chen pin pasong de chi. Ya, ya, ma de yaro te ke ta menge ta sha de khan dar. Well, in terms of the Tibetan language, in Bezug auf die tibetische Sprache ist es nicht nur eine Frage der Farbe der Haut in Bezug auf den Namen, der Afrikanern gegeben wird. Es geht auch um die Gesichtszüge mit einer markanten Nase, markanten Lippen und dergleichen. Im Jahr 1973 erzählt uns Khenpo Rinpoche, als er im Rumte-Kloster im nordindischen Staat Sikkim lebte, wo der verstorbene Karmapa seinen Sitz im Exil gebaut hatte und wo er unter der Leitung des verstorbenen Karmapa Meditation studierte und praktizierte, kam eine Gruppe Schwarzer aus Kenia und bat darum, sich mit seiner Heiligkeit zu treffen. Sie hatten sich an Khenpo Rinpoche gewandt, der daraufhin in die Räumlichkeiten des 16. Karmapa ging und ihm sagte, dass es einige dieser Schwarzen mit diesen prominenten Merkmalen gibt. Die Art, wie Tibeter damals Menschen vom afrikanischen Kontinent oder afrikanischer Abstammung bezeichneten, die ihn sehen wollten. Und seine Heiligkeit hatte gesagt, nun bring sie herein. Und da gab es dann diese Audienz und danach gingen die Besucher wieder. Und als sie gegangen waren, rief seine Heiligkeit Khenpo Rinpoche herein und sagte, was hast du gesagt, als du mir erzählt hast, dass diese Kenianer eine Audienz mit mir wollen? Nun, ich weiß nicht, worauf sie sich beziehen, hatte Khenpo Rinpoche geantwortet. Welchen Namen hast du für sie verwendet? Hast du sie Kenianer genannt oder wie hast du sie bezeichnet? Nein, es waren diese Schwarzen mit den prominenten Merkmalen, hatte Khenpo Rinpoche gesagt. Und nachdem er diesen Satz ausgesprochen hatte, schlug ihn seine Heiligkeit sehr hart auf den Kopf und sagte, told him that there are some of those black people with those prominent features type of thing. The way Tibetans in general in those days referred to people from the African continent or of African descent who want to see you. And His Holiness had said, well, bring them in then. There had been the audience and the visitors left. And once they had left, His Holiness called Khenpo Rinpoche and said, what did you say when you told me about the Kenyans wanting an audience with me? Well,
I don't know what are you referring to, Khenpo had answered. What name did you use for them? Did you call them Kenyans or what did you call them? No, it was those black people with the prominent features, Khenpo had said. And once he had pronounced that phrase, His Holiness hit him very hard over his head and said, Tene chö kalle da ko nare nin cheki yorse. Chara chiu ge pugrese, zota gense gena. What's the difference between them and you? Und er sagte, was ist der Unterschied zwischen ihnen und dir? Warum sprichst du von dir selbst als einer Person mit blassem Teint und weniger prominenten Merkmalen als sie? Was ist der Grund dafür? Seine Heiligkeit hat eben gefragt. Und in der Tat, nach den Legenden von Tibet hatte seine Heiligkeit gesagt, Tibeter sind die Nachkommen von Affen. Also sollte ich dich dann als Affenperson bezeichnen? Wie würdest du dich fühlen? Und so weiter und so fort. Und anscheinend hatte seine Heiligkeit, ist damit tagelang fortgefahren und hat ganz klar gemacht, dass es nicht in Ordnung ist, jemanden als schwarzen Menschen mit prominenten Gesichtszügen zu bezeichnen. Es weist einfach auf Ungleichgewichte in der Geisteshaltung hin und das musst du korrigieren. And so on and so forth. And apparently His Holiness had gone on about this for days on end, making quite clear that referring to someone as a black person with prominent facial features is not okay. It simply points to imbalances in your mindset, and you need to correct this. Oh ja, die chedu penna jiktin din ana nyokthai yue sete dagin manyam besem de la ten yongde gdwa. And in the Und am Ende sollte bis zu einem gewissen Grad eben klar sein, dass diese Art von unausgewogenen Weltanschauungen unangemessen und die Quelle aller Probleme in der Welt ist. Beziehungsweise in der Welt sind. And the source of all problems in the world. Holla so ti jetala zo besanje yempin sem de tung songare. Ta dajin nyam besem te ngal to ze yue na ten yin le pin taung se yin le pin chezam jitana tela tenne zo besanje ji komponyang top to gre songare. Next, the author goes on to. Als nächstes weist der Autor weiter darauf hin, wie bereits erklärt wurde, dass auf der anderen Seite perfekte Buddhas aus dem Wunsch geboren werden, anderen zu nützen. In Bezug auf sehr versierte Individuen, sogenannte Buddhas, gilt also das Gegenteil. Ihre Denkweise ist frei von den Ungleichgewichten, über die wir früher gesprochen haben. Highly accomplished individuals, so-called Buddhas. There the opposite holds true, namely that their mindsets are free of the imbalances we've been talking about earlier. Tang esem de la dagin nya be samna tang de yapo rawche lep chawe jugutala. So in terms of, also in Bezug auf den Beginn dieses Wegs eines Bodhisattva führt man zuerst diese Art der kontemplativen Meditation aus, bis man einen Unterschied in Bezug auf die eigene Denkweise sehen kann und wie man andere betrachtet, dass die vorherigen Ungleichgewichte zumindest in einem gewissen Ausmaß bereinigt sind. Dann kann man mit der kontemplativen Meditation Nummer 2 beginnen, bei der es darum geht, das eigene Glück gegen das Leiden anderer auszutauschen. Then one can start with contemplative meditation number 2, which is about exchanging one's own happiness for the suffering of others. Tatsi chimanyi de songwarwa, desir dagde
And here the author says, thus, Und hier sagt der Autor, deswegen, das eigene Glück wirklich mit dem Leid anderer auszutauschen, ist die Praxis eines Bodhisattva. Range dewa tang dewa kan yobate semjin yin la treparan de samno di samnate sambat semel den yongo gyaro sambat semel. Now here Nun beginnt man hier, wenn es darum geht, das eigene Glück gegen das Leiden anderer auszutauschen, wie folgt. Man beginnt damit, die eigene Denkweise in Bezug auf gute Umstände, Glückszustände, Zustände von tugendhafter Neigung und dergleichen zu betrachten. Und man betrachtet das eigene Glück, konstruktive Geisteszustände und so weiter, im Licht des Wollens, das Gute, das man hat, an andere geben zu wollen. Natürlich ist es hier ein geistiges Training. Es ist nicht so, als ob wir an dieser Stelle in der Lage wären, unser Glück konkret jemand anderem zu geben. Es geht darum, auf diese Weise zu denken. Diese Art des Trainings oder diese Art oder Perspektive der kontemplativen Meditation wird als Training in liebender Güte für andere bezeichnet. Es geht also darum, sich selbst darin zu üben, egoistische Motive zu entfernen oder zu beseitigen. Anstatt das Glück für sich behalten zu wollen, übt man sich so weit, wo man, wenn man könnte, es anderen geben und ihr Leiden auf sich nehmen möchte, um sie vor dem Leiden zu retten. In this way. This kind of training is, or this type of, or perspective of contemplative meditation is referred to as training in loving kindness for others. So it's about training oneself in terms of removing or eradicating selfish motives, rather than wanting to keep happiness and the like for oneself. One trains oneself to the extent where, if one could, one would like to give that to others and take upon oneself their suffering in order to save them from suffering. Tene yeju dungal tenzo rangi tsuru linyete di mikpande nije chimbu tsawa chenje mikpachi gogoyo bashe. Und in Bezug auf das Auf sich nehmen des Leidens anderer, das bezieht sich auf die Fähigkeiten der eigenen Kapazität in Bezug auf Mitgefühl für andere. Die Art von Mitgefühl, wo man es nicht ertragen kann, andere leiden zu sehen. Würde man es vorziehen, ihr Leiden auf sich selbst zu nehmen, würde man es vorziehen, sie glücklich zu sehen. One would prefer to take upon oneself their suffering. One would prefer to see them happy. Dan di lojong grambande tene kadambe lojong grambar ndram mendra nang yore pena dendembe nang la rangi tapshi rawde rang uk tone na mikpate ne gamsu chi songrwa. Now Nun ist diese Art der kontemplativen Meditation im Kontext des sogenannten Geistestrainings bekannt. Die Kadampa-Tradition betont diese Art der Ausbildung sehr stark und ist die Haupttradition in Bezug auf das sogenannte Geistestraining. Im Geistestraining findet ihr Hunderte von Methoden. Es gibt eine Gruppe, die 7 Methoden auflistet, bekannt als das 7-Punkte-Geistestraining. Aber denkt daran, dass es Hunderte und Aberhunderte von weiteren Methoden
Methoden des Geistestrainings gibt. Diese 7 sind nicht die einzigen. Im Rahmen der 7 Punkte des Geistestrainings, der hier kurz beschriebenen kontemplativen Meditation, in der man das eigene Glück gegen das Leiden anderer tauschen will, ist hier eine Methode. Man verbindet diese Denkweise mit dem Kommen und Gehen des Atems. Beim Ausatmen meditiert oder stellt man sich einfach als Anfänger nur vor, dass man anderen sein Glück gibt. Beim Einatmen stellt man sich vor, dass man ihr Leiden auf sich selbst nimmt, nur um diese Denkweise zu trainieren. So wird es natürlicher für einen, das Wohl anderer wichtiger zu nehmen als das persönliche Gute oder Glück. Exchange one's own happiness for the suffering of others, that is done, or one method here is the following, namely one conjoins that mindset with the coming and going of one's breath. So when breathing out, one meditates or imagines simply, in terms of a beginner practitioner, that one gives one's happiness to others. And when breathing in, that one takes upon oneself their suffering, in order just to train the mindset so it becomes more natural for one to think in terms of the good of others being more important than one's personal good or happiness. 단디 nenga rabote tan lojong tenden nage ta chikande ngazo ka yu shone shibujin nangyo. Now, in the Kaji school of Tibetan In der Kaji-Schule des tibetischen Buddhismus wird das 7-Punkte-Geistestraining stark betont. Is emphasized a lot. Di nenga rabo kala tu dendo sida u patang chungwe te mare nenga rabote tangpo takin nam besem de la kamjuk. Now, the main point here is Jetzt geht es hier nicht um den Prozess des Ein- und Ausatmens. Der Prozess der Atmung ist überhaupt nicht das Objekt der Meditation. Es ist wie ein Werkzeug, das wir haben, und wir können es verwenden, uns zu helfen, sich auf das eigentliche Objekt der Meditation zu konzentrieren. Also eine Änderung in unserer Denkweise zu erreichen, wo unser eigenes Glück nicht betont wird, sondern das Glück anderer. Das ist die Meditation. Der Prozess der Atmung ist etwas, das uns hilft, diesen Fokus zu erhalten. Und es ist etwas, das wir ständig tun. Es ist also leicht verfügbar. Man muss das im Hinterkopf behalten und im Konzept jeder Meditationsmethode, ob kontemplativ oder nicht, muss man wirklich verstehen, was das eigentliche Objekt der Meditation ist. Dann haben wir noch andere Komponenten der Meditation, die uns helfen, sich auf das Objekt der Meditation zu konzentrieren. Es muss klar sein, wie man die Meditation versteht, welcher Faktor was tut und was das eigentliche Objekt der Meditation ist. Und hier, wie gesagt wurde, geht es in diesem Zusammenhang darum, eine Änderung unserer Denkweise zu erreichen, die dem Egoismus entgegenwirkt. That in mind, and in the context of any meditation method, whether contemplative or otherwise, one needs to really understand what the actual object of meditation is. Then, in addition, you have other components, as it were, of the meditation that help you focus on the object of meditation. And one has to be clear as to how one understands the meditation, which factor is doing what, and what the actual object of the meditation is. And here, as was said, in this context, it is to achieve a change in your mindset which counteracts selfishness. Penna dagin nyam besem de mena. Dene dagin geve sem se kende yungaya kala khapta.
And as was said earlier, Und wie bereits gesagt wurde, ist es in Ermangelung einer ausgewogenen Denkweise, in der das Wohl meiner selbst und das Wohlergehen anderer gleichermaßen wichtig sind, niemandem möglich, sehr viel für andere zu tun, um sein eigenes Glück gegen das Leiden anderer einzutauschen. Mit einer unausgewogenen Denkweise ist das einfach nicht möglich. to exchange your own happiness for the suffering of others. With an imbalanced mindset, that's simply not possible. Để là ngài khai cái chân kia xuống. Bên là tông ninh de gam đưa, mi ying cái nasa ngài ngồi ông mà về. Now there have been Nun gibt es Praktizierende, die verschiedene Fragen zu den Ins und Outs dieser Art von kontemplativer Meditation in Bezug auf dieses Thema stellen. Sie haben Ängste geäußert wie, nun, wenn ich meditiere, wenn ich mir in meiner Meditation vorstelle, dass ich die Krankheit eines anderen auf mich nehme, ist es eine Möglichkeit, dass sich diese Krankheit entwickeln kann? Solche Befürchtungen wurden geäußert. If I imagine in my meditation that I take upon myself the disease of someone else, is it a possibility that I may develop that disease? Fears like that have been voiced. Thì cháu ở cái khảo thúc được rồi na, đặc nhiên nhầm về xem dữ là mà chết tuyên gì ra được lấy cái. Well, one then has to. Nun, dann muss man sich, wenn das passiert, fragen, warum denke ich so? Und wenn man sich die eigene Reaktion auf diese Art der kontemplativen Meditation ansieht, diese Reaktion der Angst, dann entspringt sie von einer unausgewogenen Denkweise, einer Denkweise, die sich in dem Maße um das eigene Wohlergehen kümmert, das viel höher ist als die Sorge um das Wohlergehen anderer. A mindset which is concerned with one's own welfare to a degree that's much higher than one's concern for the welfare of others. Bên năng ông này đặc nhiên nhầm về xem chỉ nhớ, thì tên là đặc nhiên dễ về xem thì chỉ gam năng vậy na, nè tao đúng là số hiệp của này đều hiệp cái. Es wird vielmehr gelehrt oder erklärt, dass eine ausgewogene Denkweise, die frei von Ängsten dieser Art ist, infolge des Meditierens, dass man die Krankheit oder die Krankheiten anderer auf sich nimmt, diese Art von Meditation die Möglichkeit, dass der Praktizierende ganz krank wird, eher befrieden würde. Einfach, weil dies eine ausgewogene Geisteshaltung der Tugend ist, die sich auf die Ausrottung egoistischer Motive konzentriert. Und die Auswirkungen dieser Tugend sind so, dass Krankheiten bereinigt werden und sich nicht entwickeln würden. The possibility of the practitioner falling ill altogether, simply because this is a balanced mindset of virtue focused on eradicating selfish motives, and the impact of that virtue is such that disease would be eradicated rather than developed. Bên lô rong thuần đơn mà cái background ra thế, đi mình ở đó xong khi cho nó mà giúp về ý thổ là thích cả về yếu sam hả đi mình ở sát đơn năng kinh tế check vào ý sĩ đồ gì chung kinh tế sa check vào ý sĩ đồ gì check vào ý sĩ đồ gì chung kinh công thế công cái khare chén nằm ăn sát đơn dễ rồi sana công giết thổ là cơ đấy công cái giáo đi ý thổ là cơ nào đi nằm ăn để thoma 공 다 롱바티나 욕사들은 제 휴지 나기요. 갑 뒤랍디나다 별은 제래나 희규 타줘네. 제부터 좀 롱바티나 룩샤기요. 칼라사에 대자. 제가 공 대패네. 다 나긴 얌베sem던 나긴 예sem데 감죽돼 버린 제부터 사.
Then Zewoten so kanga chasu nasa. Till then. Da känner jag på samtal. Dagjin jevsem. Döndön Mandela kap tedu döndön maseo tanya koran yo marin zeshu sekre. Zeshu chuluk sekre. Now, the 7-point of mind. Das 7-Punkte-Geistestraining in Tibet stammt von Atisha, dem indischen buddhistischen Meister, der in Tibet viele Jahre lang lebte und arbeitete. Während seiner Zeit gab es jedoch keine schriftlichen Manuskripte dieser Lehren. Die Menschen erhielten die Lehren oder Erklärungen, bekamen und haben sie bekommen und haben sie sich gemerkt, haben sie sozusagen ihrer Erinnerung übergeben. Später wurde der als 7-Punkte-Geistestraining bekannte Wurzeltext von einem späteren tibetischen buddhistischen Meister mit dem Namen Tsang-Region niedergeschrieben. Nun reiste dieser Meister einmal in ein Gebiet, das von Individuen bewohnt wurde, die sich Lepra zugezogen hatten. Damals gab es keine Heilung für Lepra. Und um die Ausbreitung von Lepra einzudämmen, durften die mit dieser Krankheit infizierten Menschen nicht in der Gesellschaft insgesamt leben, sondern mussten in ein für sie bestimmtes Gebiet umziehen. Dort lebten sie und wurden vom Rest der Bevölkerung ernährt, bis sie starben. Nun reiste Tsang-Region offenbar dorthin und er verpflichtete sich dort der kontemplativen Meditation in 2 soeben beschriebenen Punkten. Punkt Nummer 1, bei dem es um verschiedene Methoden geht, durch die eine unausgewogene, das heißt egoistische Denkweise behoben wird. Und dann Punkt 2, kontemplative Meditation, bei der der Praktizierende sein eigenes Glück gegen das Leiden anderer tauscht. Anscheinend hat Tsang-Region diese Meditation so perfektioniert, dass die Individuen, die zu dieser Zeit in dieser Leprakolonie lebten, von der Krankheit geheilt wurden. Und in jenen Tagen wurde diese Methode daher als die Methode bekannt, durch die man Lepra heilt. Es war also sozusagen das Lepra-Gegenmittel des Tages. And he there committed himself to this kind of, or to the contemplative meditation in 2 points just described. Point number 1, which is about various methods by way of which an imbalanced, meaning a selfish mindset is remedied. And then point number 2, contemplative meditation where the practitioner exchanges his own happiness for the suffering of others. Apparently, Tsang-Region perfected those meditations to the point where the individuals who at this time lived in this leprosy colony were cured of the disease. And in those days, therefore, this method became known as the method by way of which one cures leprosy. So it was the leprosy antidote of the day, as it were. Tatindres chene dagjin nyambe semta dagjin geve semla junsin tenzo semle chene yangne yang de gamna da ting tu le ngepa chen rong be sare Nyamlempa chedu. So it seems that in terms of So scheint es, dass der Praktizierende oder die Praktizierende in Bezug auf die Ausbildung in diesen beiden Punkten, in Bezug auf diese Art der kontemplativen Meditation, geistig die verschiedenen Perspektiven in Bezug auf eine unausgewogene Denkweise und in Bezug auf eine ausgewogene Denkweise bis zu dem Punkt durchläuft, an dem der oder die Praktizierenden ziemlich
ziemlich glasklar wird, worum es bei diesen beiden Denkweisen geht. What these two mindsets are about. Didn't it? Tene chi gam te lo chi kam yo yin ting mo ne nge sem de jo wa ching ro gu sa To the point where Und zwar bis zu dem Punkt, an dem die Denkweise der Praktizierenden als Folge dieser Bemühungen einen Wandel durchmachen und egoistische Motive und dergleichen und alle Ungleichgewichte, die aus egoistischen Methoden herkommen, einfach bereinigt werden. thus selfish motives and the like, and all the imbalances originating with selfish motives are eradicated simply. Didn't it? Tene te chi kam yo na te ngo so la lin tar tu chi yong che. To the point Bis zu dem Punkt, wo die Denkweise eines Bodhisattva geboren wird, eines vollkommenen Bodhisattva. Und sobald dies realisiert wurde, scheint es, dass der jetzt vollendete oder realisierte Bodhisattva durch seine Bemühungen Krankheiten und andere Unglücke heilen kann. it appears that the now accomplished or realized Bodhisattva, through his efforts, can remedy disease and other misfortunes. Tene tende la tu kam so I should say by the power. Ich sollte sagen, durch die Macht dieser Denkweise ist er in der Lage, Krankheiten und andere Unglücke zu bereinigen. tende tu la kam be je bu tham ba sen ge den so la wo ne ka le zan yo ma de. And Und heilige Männer auf dieser Ebene scheinen keine Schwierigkeiten zu haben, Taten wie diese auszuführen, wie eben das Befrieden und Heilen von Krankheiten wie Lepra und dergleichen. in performing deeds like this, the deed of pacifying disease such as leprosy and the like. Pe li shu yin na jaw kam par ram te li shu de de tanang thone de me je kha yong ge de khong ka sel da zan yo ma de shong ju sem bu ni par wa. Khenpo Rinpoche erklärt, dass der verstorbene Karmapa, der hauptsächlich im Rumte-Kloster in den Himalaya-Ausläufern des Staates Sikkim in Nordindien lebte, von sehr früh morgens bis sehr spät in der Nacht für Leute zur Verfügung stand, die um eine Audienz baten, und es gab einen stetigen Strom von Menschen, die mit verschiedenen Problemen zu ihm kamen und um Anweisungen, den buddhistischen Pfad zu praktizieren und so weiter und so fort gebeten haben. Aber Khenpo Rinpoche sagt, man habe seine Heiligkeit nie müde gesehen. Es gab nie Anzeichen dafür, dass er sich trotz dieses ständigen Stroms von Menschen an jedem einzelnen Tag erschöpft fühlte. But Khenpo Rinpoche says one never saw His Holiness tire of this, or there were never any signs of him feeling exhausted in spite of this constant stream of people every single day. Tenzo ka le kan de be so ru je ta zao ni ne yo ma de. Pe na nge cha chin zar mu che cha sha na yang shepe chu so chu ban to gu chu chi par tu la ko ro pe cha chi ro chi sa na ye ho ya sa tik cho cho wang ju kur cho sa na kur cho cho chen de de te la. Khenpo Rinpoche gives another example. Khenpo Rinpoche gibt noch ein weiteres Beispiel für einen rezenten tibetischen buddhistischen Meister, den verstorbenen Dilgo Khyentse Rinpoche, der auch jeden Tag von 10 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts zur Verfügung stand und die Leute sehr oft kamen, weil sie Probleme hatten, die brauchten Hilfe bei der Lösung von Problemen, es brauchten Anweisungen, Übertragungen durch Lesen, Ermächtigungen und so weiter. Und der verstorbene Dilgo Khyentse Rinpoche antwortete immer positiv, würde niemals eine Anfrage ablehnen. Noch dort, sagt Khenpo Rinpoche, habe nie Anzeichen von Erschöpfung oder Ermüdung, trotz des endlosen Stroms von Menschen gesehen, die da kamen.
any signs of exhaustion or tiring of the endless stream of people coming. Di dakhin nyambe sem ta jebe sem sengen de tuli chi kamna de shangjup sem bagas shangjup sem be jeba chongya la kale me ba chak. And it appears Und es scheint, dass dies von der Verwirklichung des Bodhigeistes herrühren würde. Dann entsteht kein Gefühl von Müdigkeit, Erschöpfung und so weiter in Bezug darauf, anderen zu helfen. Es ist die Kraft des Bodhigeistes oder die Natur des Bodhigeistes, die dies anscheinend ausmacht. It's the power of the body mind or the nature of the body mind that makes for this apparently. So that's all for today. Das ist alles für heute.